Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Disco Elysium und ja, ich mag das Spiel. Ich habe zwar noch nicht so viel gespielt, ich hatte einen kurzen, wie ich ja schon sagte, ein kurzes Anspielen vor diesem Spielstand, aber ja, obwohl ich da nicht besonders weit war, verläuft das Spiel jetzt schon teilweise ganz anders als beim ersten. Was heißt ganz anders, aber halt in einigen Sachen schon anders, sage ich jetzt mal, als im ersten Durchlauf. Deswegen, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht und deswegen würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter. Wir haben mit dem Geschäftsführer gesprochen, der nicht so freundlich war, aber uns schlussendlich doch die Infos gegeben hat, die wir wollten. Und ja, jetzt gehen wir raus. Du musst etwas Zeit totschlagen, kauf dir ein Buch. Beim Lesen vergeht die Zeit wie im Flug. Na, das stimmt definitiv. Aber natürlich muss auch das Buch stimmen. Was war das? So, jetzt stehen wir hier. So. Ich würde sagen, was ist denn das hier? In dieser Schubkarre schmilzt ein Schneehaufen vor sich hin. Und da. Auf dem Straßenschild steht, fick die Polizei. Wow, wie nett. Verpisst euch, Bullenschweine. Der Straßenname ist nicht zu erkennen. Okay, nett. Dann sprechen wir mal hier. The RCM in Martinez. What can I help you with? Die junge Frau sieht zu dir hoch. Und sie wirken überrascht. We don't see a lot of police around here, that's all. Okay. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Of course. What can I help you with? Wer genau sind Sie? Me? I am just a gardener. Ja. She hides it well, but behind the sweat and dirt there is something else in her rigid posture. In Ihnen steckt mehr, als Sie vorgeben. Cool, was machen Sie hier? Schön, Sie kennenzulernen, nur eine Gärtnerin. Eine weitere Frage. Is there? Ja. The quickness of the reply certainly does not prove you wrong. Möglicherweise. Schön, Sie kennenzulernen, nur eine Gärtnerin. Ich habe noch eine Frage. I am pleased to meet you too, officer. Was hat es mit diesem Fick die Polizei auf sich? Excuse me? Sie versteht nicht. Auf diesem Straßenschild steht Fick die Polizei. Ich zeige drauf. Oh, well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Was mit dem anderen Schild? Verpisst euch, Bullenschweine. Wer sind diese Bullenschweine? Ja. I don't know anything about that either. As I said, I didn't write it. Pig is a widely used term for members of the police. It's not loving. Ja, danke. Ich weiß. No need to worry. We are not saying you did. Nein, wollten wir nicht. Okay. Well, I didn't. Sie lehnen sich zurück und ihre Schultern entspannen sich. Wir brauchen Hilfe bei der Orientierung. Since the street sign's messed up? Okay. What do you need? Wo bin ich? What do you mean? Ich bin ein wenig orientierungslos. Das hier ist Revachol, oder? Yes, sir. District of Martinez. This intersection is called Roundabout North. Roundabout North. North. Okay. He knows where we are. He just wants directions.
Dem Leutnant scheint es unangenehm zu sein, dass du solche Irritierungslosigkeit zeigst. Ja, dann lassen wir es lieber mal. No problem. Sie nickt und wischt sich ein Stück Erde von der Wange. She's very well composed. Back straight. Ich muss los. Of course. I won't hold you back. Sie wischt sich mit dem kanariengelben Handschuh über die Stirn. If there's a corpse, then you're going to need those gloves for the autopsy. Eine Sache noch. Kann ich Ihre Handschuhe ausleihen? Sure. Keep them. I have another pair. Sie überreicht dir ohne sichtbaren Unmut die Gummihandschuhe. Vielen Dank. Was war das denn jetzt? Ja. Es liegen Flaschen darin. Hättest du eine Tüte, könntest du sie einsammeln. Okay. Rue de Saint-Guilain 8b. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Visuelles Kalkül. Du rekonstruierst die Fahrt. 72%. Okay. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there and then accelerated straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. Was ist dann passiert? The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Okay. Before heading south. Must have been in a hurry. Ein Wagen ist durch den Zaun gefahren. You are correct. This is a rather motor carriage-friendly city. Steht das in Verbindung mit dem Fall? I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout, I would keep them separate. You could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went, if you find the time. Gut, ich glaube, ich habe verstanden. Ja, wir müssen jetzt ja erstmal endlich nach der verdammten Leiche gucken. Da hängt er. Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails, all over the yard. Okay. Isn't this something an industrial worker would wear? Ich zahle genau nach. Zähle. Was ist passiert? Despair creeps into you, getting fat on your weakness. Whatever noble intentions you once had as a police officer, it's eating them all up now. Was ist denn jetzt los? You're still coming up with sentences. That's a step up from total annihilation, right? Langsam ist mir echt alles scheißegal. Sollen noch Leichen an Bäumen hängen. Ich kündige, gehen Sie zum Teufel, verfickt. Ich habe mein Leben damit vergeudet, Menschen zu beschützen. Sie verdienen das nicht. Ich habe genug. Bullen kann sowieso niemand ausstehen.
Ich wünschte, ich wäre tot, verdammt. Gehen Sie zum Teufel, verfickt nochmal. Ich habe genug. Bullen kann sowieso niemand ausstehen. Yes, it can be difficult to be on the receiving end of so much distrust and outright hatred. Sagte er, während der Anflug eines traurigen Lächelns über sein Gesicht huscht. Nothing you can say would make you feel any better now. Cop gives up the detective genre for social realism. Another police officer resigned from the RCM following a nervous breakdown. He now lives under a bridge, drinking and occasionally throwing excrement at passers-by, shouting, "I never loved that woman." When asked to comment, former colleagues objected to the theory that his psychological disintegration was precipitated by his wife leaving him. "It's because the Furrows lost that match," said Captain Ptolemy Price, once the man's superior officer. "It's because he couldn't get a big gun from acquisitions, and anyway, police work really burns you out after a while," Satellite Officer Jean-Vic Mayer, the deranged former cop's partner, commented. Sergeant Mac Torson, another former colleague, did not propose any theories, merely saying, "Whatever happened to him wasn't about birds. He got fucked, that's all." Was? Bitte was? Weil ich die verfickten Dinger nicht lesen konnte, habe ich einen Nervenzusammenbruch? Oh Mann, Alter. Ja, was mache ich nun? Ich bin ja nicht gestorben. Toll. Ja, da muss ich ja den alten Spielstand wieder laden, wa? Ich fange jetzt ja nicht von vorne an, das wäre ja Blödsinn. Ja, krass. Krass. Wie heftig ist das denn? Ja, kann die ganzen Scheiß nochmal machen, ja. Und dieser Schubkarre schimmelt seinen Schneehaufen vor sich hin. Ja, das wissen wir schon. Da sind die Schilder. Fick die Polizei und verpisst euch, Bullenschweine. Straßenname ist nicht zu erkennen, bla. Oh Mann. The RCM in Martinez. What can I help you with? Sie wirken überrascht. We don't see a lot of police around here, that's all. Okay. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Of course. What can I help you with? Wer genau sind Sie? Me? I am just a gardener. She hides it well, but behind the sweat and dirt there is something else in her rigid posture. Ja, jetzt haben wir was anderes, mit dem bin ich hier gerade nicht weitergekommen. Großartig. Cool. Und was machen Sie hier? I'm working. Woran arbeiten Sie? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. Sie zeigt über Ihre Schulter. Also da, wo die Leiche wahrscheinlich hängt. Well, as you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It smells pretty bad, so I have to take breaks. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Sie lächelt höflich. Salts? Ammonium salts? Perhaps useful for later. Was hat es mit diesem Fick die Polizei auf sich? Excuse me? Auf diesem Straßenschild steht Fick die Polizei. Oh, well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Schon in Ordnung, ich wollte Ihnen keine Angst einjagen. Okay. Erwidert sie und entspannt ihre Schultern. Ja, Orientierung brauche ich ja nicht. Sonst guckt er wieder so scheel. Of course. I won't hold you back. Ja,
wischt sich mit den Kanariengelbmantel über die Stirn. If there's a corpse, then you're going to need those gloves for the autopsy. Eine Sache noch. Kann ich Ihre Handschuhe ausleihen? Sure, keep them. I have another pair. Vielen Dank. So, Kleidung. Okay, +1 Mechanik. So. Flaschen. Ich habe aber keine Tüte zum Einsammeln. Wurde schon geliehen. Ach man, hoffentlich klappt das jetzt auch wieder. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Visuelles Kalkül. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there, and then accelerated straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. Was ist dann passiert? The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. Ein Wagen ist zu den Zaun gefahren. You are correct. This is a rather motor carriage-friendly city. Steht das in Verbindung mit dem Fall? I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout. I would keep them separate. Okay. You could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went, if you find the time. Gut. Verstanden. Es riecht nach verdorbenem Fleisch und saurer Milch. Ein Mensch verwest. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails, all over the yard. Isn't this something an industrial worker would wear? Ja, diesmal versuche ich es nicht nochmal. Leutnant, Spuren von Arbeitsstiefeln. Noted. Gut. Hier gibt's was. 20 Cent und Magnesium +1 Moral. Jemand versucht in diesem Gewächshaus Kräuter anzubauen. Ja, Kräuter. Diese Kinderleiter ist im schlechten Zustand, aber noch benutzbar. Das ist eine Leiter für Kinder, das Gewicht eines Erwachsenen trügen sie nicht. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. Lecker. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Mein Gott, was ist das denn? Warum stinkt denn das bloß so? Ja gut, ist ja klar, warum es stinkt. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging.
weiter. He's about to blow. Cop's gonna blow, Kuno. Was? Ich drehe mich um. Okay. Voll auf den Schwanz, Kuno. Triff ihn voll auf den Schwanz. Okay. Kann ich was machen, wenn ich die Handschuhe anziehe? There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Okay. Kann ich hier die erstmal wieder ausziehen? Ich hätte jetzt gedacht, dass... Ich muss den ja irgendwie da runterkriegen, nicht wahr? Brauche ich wahrscheinlich eine Schere oder so. Also ein Messer. Die Buchstaben R. Den Buchstaben R zieht eine Krone auf. Den Spruchband darunter steht A lad above descending. Das ist auch was. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says whirling in rags. Warum schaue ich dich an, Müllcontainer? Du bist bloß ein Müllcontainer. Just a trash container. There is no such thing. Nein? Your fingers start to itch just looking at that padlock. Wie bekommen wir das Schloss auf? We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, Oder, Lieutenant? or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Das mag sein. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Ja, das denke ich auch. Also, öffne den Müllcontainer. Warte mal. Ich mach mal Zwischenspeichern. Ja, ich wusste ja nicht, dass man da wegen jedem Scheiß sterben kann. Oder beziehungsweise das Spiel wegen jedem Scheiß zu Ende ist. So. Mann. Kuno's got this. Der Junge, der Steine auf die Leiche wirkt, kann nicht älter als 12 sein. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Wow. Nett, Oh yeah, nappa gumpy, Kuno. schreit das andere Kind hinter dem Zaun. Hey Kleiner, wir müssen reden. Polizeiliche Angelegenheit. Right in the dick, Kuno. Get him right in the dick. Die Kinder ignorieren mich. Ja, super. It's loving in the dick. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Oh, was bedeutet das? Hör auf, an meinen Tatort Steine zu werfen. Hör auf, an meinen Tatort mit Stimmwörtern um dich zu werfen. So läuft das nicht. Genau. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Die Scheiße haut gerade voll rein. Okay. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Lieber nicht. Yeah, Kuno. Ride the lightning, Kuno. Kuno's riding at sea. Wischt sich den Schweiß von der Stirn und schickt einen weiteren Stein auf die Reise. The rake, Kuno. You should throw the rake at him, Kuno. The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Ja, scheinbar weißt du es ja schon, sonst wüsstest du ja nicht, dass Gärtner das benutzen. Seid ihr Kinder, Geschwister? The fuck are you talking about? Er wirft einen weiteren Stein. He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Hör mal. Ich habe ein
paar Fragen an dich. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. The kid moves his hands like a basketball player dribbling fast. Irregular speech patterns, overconfidence. Could this kid be on drugs? This warrants further investigation into this Kuno. Die Leiche. Was weißt du über sie? Shitload pig. What's your question? Habe ich doch gerade gestellt. Don't tell the pig shit, Kuno. Halt die Klappe. This is where you quickly ask him questions. Real cop questions. Like a cop. Hast du jemand Verdächtiges gesehen? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Mhm. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. Weißt du, wer da oben hingekommen ist? Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. Du hast also nicht gesehen, wie es passiert ist. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. Ach so. Wo bist du denn hingegangen? I don't know. Some fucking... There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. Scheiß Finger, ja. Er hat gesagt, er war in Night City, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, tut mir leid, irgendwie meine Maus überempfindlich. Finger lieber weg. Ja, Night City gibt es nicht. Wo liegt Night City? Den Stadtnamen hast du dir ausgedacht. Night City gibt es nicht. Why you gotta be riding Kuno's ass? You haven't been where Kuno's been. You haven't been in Kuno's head. Da bin ich auch mehr als glücklich drüber, Freund. You wanna know where Kuno was? You wanna know what Kuno's been fucking up to? Ja. Don't tell him that, Kuno. It's lame. Halt die Klappe. It's not fucking lame. Kuno's building Kuno's city. Night City. Rage City. The City of Rage. That's it. And it's not lame. Ja. Lame. That's the name of Kuno City, bitch. Get the fuck off Kuno's back. This shit ain't about that. Okay. It's impossible to deduce what it is about, at least for the moment. If it's important, it'll come up later. Focus on the case. Weißt du, wer er war? Kuno's fucking. Kuno uses the fucking for target practice. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Du weißt also überhaupt nichts. Kuno knows all kinds of shit. Kuno's not a snitch. That's all. Trying to make the Kuno sing into the popo phone. Popophon. Er schüttelt sichtlich beleidigt den Kopf. Machen wir dann später damit weiter. Reden wir jetzt über etwas anderes. You're testing Kuno's patience here. Get lost. Dieser Tatort, spielt der Kinder oft in diesem Hof? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Was befindet sich da drüben im Gewächshaus? Dunno. Kipta's gardener used to work there. Aha. Sagte sie aber ja auch. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Erie-Uppergite descent. It used to be a common first name among the Erie-Uppergites of Ilmara. Not so much anymore. Mal nicht. Moment mal, die Gärtnerin hat früher da gearbeitet? Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Er füllt seine Lungen mit der ranzigen Luft. Seine Augen fangen leicht an zu tränen. Look, Also, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. er sieht ihr in die Augen und nickt, als würde er sich selbst zustimmen. Yeah, her. Ja, danke, ich weiß. Ich konnte ja nichts anderes auswählen.
What was she doing in the greenhouse in March anyway? What kind of gardening is done in March? Keine Ahnung. Fish is sometimes used to fertilize the soil a few weeks before planting something. Maybe she was preparing the garden beds. Ich sollte sie darauf ansprechen. Yes, it seems suspicious. You don't like things being like that. Suspicious. Hätte mich gefragt, was es mit diesem Müllcontainer auf sich hat. Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Jemand könnte dort drin etwas versteckt haben. Vielleicht lässt sich da eine Spur finden. Yes, yes, absolutely, absolutely. Why the fuck are you telling this shit to Kuno? Okay, vielleicht habe ich dazu später noch Fragen. Warte mal, aber die Leiter. Vielleicht hat das ja damit irgendwas auf... Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. Du würdest also sagen, dass die Leiter unbesteigbar ist? Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. Du musst kein Akrobat sein, um Leitern hochzugehen. The lieutenant takes a quick note in his notebook. It's a trap, Kuno! Don't climb it, Kuno! Ja gut, vielleicht habe ich dazu später noch Fragen. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Ich muss das einfach fragen. Wer ist Kuno? Na, er. Kuno's Kuno, pig? Der Junge zeigt mit beiden Daumen auf seine Brust. It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third-person perspective as a shield. Interessant, du sprichst von dir in der dritten Person, sich von der Situation zu distanzieren? Kuno doesn't do that smart shit. Don't throw that bullshit at Kuno. Kuno knows you're lying. Jo, bleib ruhig, Alter. Trying to get Kuno hooked on the book. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Ja. Das etwas hinter dem Zaun beginnt zu schreien, schrill und heftig wie ein Feueralarm. Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Das Geräusch wird lauter, als das Kind in Richtung der Fenster schreit, die auf den Hof hinausgehen. Help! He's got the Kuno, help! Wow. Everyone can hear. You need to get the hell out of here before. Ich werde jetzt einfach gehen. Yeah? Get out of here before the Kuno beats the shit out of you. Ja, okay, versuch mal. Yeah, that's right. Drag your fat ass out of here, fat boy, before Kuno fucks you. Mhm. Bang! Got bugged by the Kuno. We alright? You wanna get fucked again? Come back. Wow, das war knapp. Ja, super. Das ist ja dann auch eine gute Stelle, um für diese Folge Schluss zu machen. Ja, das war ja... Aber ich denke, es war besser halt neu zu laden, als jetzt wieder komplett von vorne anzufangen. Wir waren ja so weit noch nicht, aber trotzdem, wäre blöd. Deswegen, ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.